Moin, ihr Landratten. Herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live. Heute mal wieder von Deck 7. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Zu später Stunde. Eigentlich war es ja noch viel später geplant. Aber wie das halt so ist. Die Schiffe, ja, kommen manchmal früher, manchmal ein bisschen später. Die COSCO Shipping Aris stand tatsächlich für 23:30 Uhr fest drin. Und ich dachte mir, ja, 22:30 Uhr, das reicht locker. Aber dann habe ich auf den Wesselfinder geguckt und der Dampfer war halt dann doch sehr, sehr flott unterwegs. Ja, nichtsdestotrotz, es ist einiges los im Hafen. Ich habe gesehen, Fairplay 95 und 91, die sind auch an der Cap San, ich glaube, Antonio dran. Ich glaube, es kommt auch noch eine MSC hinter der COSCO Shipping Aris. Aber ich habe mich dafür entschieden, dass wir auf die COSCO Aris schauen. Ganz einfach deshalb, ja, weil das halt von der Perspektive sehr beeindruckend ist. Das passiert hier wieder direkt vor Deck 7, also hier mit dem Blick aus dem Fenster, leicht von oben drauf. Je nachdem, wie das Schiff steht, können wir halt fast direkt gerade drauf gucken. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr coole Geschichte. So, ich muss mal fragen, ob Bild und Ton in Ordnung sind. Ich habe natürlich mal wieder am Ton ein bisschen rumgefummelt, deshalb muss Remo auch im Hintergrund mal so ein bisschen schauen, ob das mit dem Pegel passt. Ansonsten werden wir das einfach on the fly anpassen. Ich kann auch mal gucken, wo sich das Schiff gerade befindet. Oh, falscher, ups, so gehört es sich. Das ist die richtige Einblendung von meinem Laptop. Ja, ihr seht, das Schiff ist gerade in Finkenwerder vorbei, bei Airbus, und tuckert jetzt langsam in Richtung Bubendei-Ufer. Und ich fummel mir hier gerade mit meinem Chat irgendwie einen zurecht, aber ich bin gleich da. So. Ja, also die COSCO Shipping Aris ist gerade in Finkenwerder vorbei. Die Schlepper sind schon dran. Der Peter ist dran, der Fairplay 38 ist dran, Fairplay 94 ist dran. Ich glaube, der Lotse war schon da. Und ja, insofern denke ich mal, werden wir sie innerhalb der nächsten Viertelstunde in etwa zu sehen bekommen. Kleinen Moment dauert das ja immer. Ich muss noch über den Elbtunnel rüber. Also ein bisschen brauchen wir noch. So, ein bisschen werde ich mal am Ton noch nebenbei drehen. Jetzt mal, wenn man zu viel macht, hier aufs Handy gucken, WhatsApp lesen, versuchen den Chat zu lesen, dann was zu moderieren. Es ist dann doch ein bisschen zu viel. Aber gut. Aber gut. So, jetzt bin ich aber langsam bei euch. Ja, schön, dass dann doch einige von euch so spontan eingeschaltet haben. Ich dachte erst, es wird zu spät, aber letztendlich ist es ja jetzt doch nicht so spät geworden. Und wen haben wir denn hier eigentlich? Direkt vor meiner Nase schleicht sich hier noch irgendein Schiffchen raus. Da müsst ihr mir wieder etwas helfen, wer das denn sein könnte. Wer ist denn das? Ich kann den Namen überhaupt nicht lesen. Könnte natürlich mal gerade auf den Wesselfinder gucken, aber das wäre ja wieder viel zu einfach. Vielleicht kann ich den Namen auch lesen, wenn er hinten drauf steht. Die Fenja ist es. Sabrina, herzlichen Dank. Jetzt kann ich es aber gerade dann auch endlich mal selber lesen. Danke, danke. Ja, und Christian meint, es ist nie zu spät für Hamburg Hafen Live. Im Grunde genommen ist es doch eigentlich eine super Uhrzeit jetzt, oder? 22 Uhr. Alle sind mit Essen durch. Die Kinder sind im Bett. Gut, einige werden mit Sicherheit auch
gleich irgendwann selber ins Bett gehen. Aber ich denke mal, für viele ist doch Freitagabend mit einem Gläschen Rotwein, Hamburg Hafen Live vor der Glotze. Das ist doch bestimmt eine ganz gute Alternative, oder? Mirko EF, herzlichen Dank bei Twitch für dein Sub im 2. Monat. Und Danny, die ganze Bande aus Wasserburg, 2 Euro, liebe Grüße. Ihr habt es vielleicht eben gesehen, hier im Büro tut sich auch so langsam was. Ach, was heißt Büro? Deck 7, muss ich ja richtigerweise sagen. Wir haben jetzt hier einen Tisch. Ich bin dabei, das Set hier so ein bisschen einzurichten. Was uns jetzt noch fehlt, ist ein schöner Hintergrund. Im Moment ist das noch hier die weiße Wand. Das ist noch so ein bisschen kahl, aber da kommt demnächst ein schöner Hintergrund. Dann werden wir noch so ein bisschen das Licht pimpen und dann hoffe ich, dass das Set hier irgendwann auch so ein bisschen gemütlicher ist. Und etwas schicker aussieht. Rainer schreibt, die Flasche Rotwein ist gleich leer, ja. Auch so einen Rotwein hätte ich jetzt auch ganz gerne. Das Problem ist nur, dass ich noch fahren muss. Und ich finde, bei Wein kann man sich echt so unheimlich schnell verschätzen. Also ich muss ja sagen, ich gehöre zu der Fraktion, die sagt, Mensch, so ein Bierchen, wenn man fahren muss, das geht. Vielleicht auch 1,5. Aber bei Wein, boah, nee, lieber nicht. Wein und Fahren, das lass sein. Nee, Fahren und Wein, das lass sein. Rainer, herzlichen Dank für 2 Euro per PayPal. Mit Grüßen aus Bonn. Andrea fragt, ob ich mein Rotlicht anhabe. Ja, natürlich habe ich das Rotlicht an. Allerdings habe ich auch noch hier mein Hauptlicht an. Das könnte ich eigentlich mal ausschalten. Denn dann ist das Rot noch roter. Aber ob das jemand dann auf dem Schlepper wahrnimmt oder auf dem Schiff, das wage ich auch zu bezweifeln. Petra ist auch da, lässt 5 Euro per PayPal da. Herzlichen Dank. Sascha, schon 10 Monate. Klasse, Sascha. Ja, Nachtbus, schreibt Neffe Krümel. Das wäre alles super. Mein Problem ist halt immer, dass ich so ein bisschen Gerödel dabei habe. Ne? Dieses ganze Geraffeln mit dem Equipment. Glenn fragt, wo soll die Aris denn parken? Ja, das kann ich dir genau sagen. Die parken nämlich direkt vor unserer Nase. Und zwar hier, wo wir direkt drauf gucken. Also quasi hier. Und das heißt, sie dreht hier. Also direkt vor der Kamera. Und das ist auch der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, das hier von Deck 7 zu machen. Obwohl ja da hinten am Bubendei-Ufer etwas mehr Traffic ist. Also da hätten wir doch noch das ein oder andere Schiff mehr. Aber ich behaupte mal, von der Perspektive her ist das hier am eindrucksvollsten in dieser Ecke. Irgendwann müssen wir sie zwischen den beiden Gebäuden sehen auf der rechten Seite. Ein Prime-Sub lässt da der X-Killer-Kartoffel. Herzlichen Dank dafür. Und René, 10 Monate Reeperbahn. René, danke schön. Und er schreibt, mein Neffe Alex liebt Containerschiffe und feierte gestern seinen 10. Geburtstag. Wäre super, wenn ihr für ihn das Geburtstagshorn spielen könntet. Das können wir machen. Ich muss es nur finden. Ich sag mal, Happy Birthday. Falsche. Jetzt kommt's. Happy Birthday.
Trainspot Till ist auch nochmal 2 Euro da und meldet das Geburtstagshorn für morgen an. Ja, gucken wir mal, ob wir morgen auch was auf dem Plan haben. Morgen wäre ja wieder AIDA-Time. Da kommt sie doch schon. Da kommt sie. Es geht los, ihr Lieben. Es geht los. Carola ist seit 6 Monaten dabei. Herzlichen Dank. Sie schreibt, Hamburg bei Nacht, eine wahre Pracht. Carola, da bin ich absolut bei dir. Ich mag diese Streams bei Dunkelheit auch sehr, sehr gerne. Wobei ich mich dann nach der langen Phase der Dunkelheit auch etwas danach sehne, dass wir wieder Streams bei Tageslicht haben. Aber diese Lichter sind schon echt ganz schön. Matze, 5 Euro Superchat. Herzlichen Dank, Matze. Und er schreibt, von der Ugly Location Challenge zu Hamburg Hafen Live. Ludolf macht süchtig. Ach Mensch, Ugly Location Challenge. Ja, das war auch ein schönes Format. Lange ist's her. Lange ist's her. Zwölf Monate Reeperbahn. Ein ganzes Jahr. Der Dirk. So ein kurzweiliges Jahr, schreibt er. Herzlichen Dank. Oh, Marco ist morgen auf der AIDA. Torben hat eben noch geschrieben, dass er morgen um 7 Uhr mit der Callao Express rausgeht. Torben, ich fürchte, das wird nix. Mit einem Stream. Hans Olaf ist jetzt auch seit einem Monat dabei und er schreibt, I have pushed the button. Thank you very much, Hans. My nearest harbor is in Bergen. Bergen in Norway. I've never been there. But if I ever make a cruise, Kreuzfahrt? Ja. A cruise with a cruise ship. Norway would be, I think, on top 3 of my favorite destinations. So, ihr Lieben, da kommt die Cosco Aris, Cosco Shipping Aris. War übrigens 2018 das erste 400 Meter Containerschiff, was hier in Hamburg ankam. Mit 20.000 Toy. Und wenn euch das Thumbnail von dem Stream aufgefallen ist, das ist ja durch dieses riesige Fenster fotografiert. Das riesige Fenster, das ist direkt hier unter Deck 7. Und also wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich mal ein Büro in diesem Gebäude habe, mit diesem riesigen Fenster, was wirklich so unheimlich beliebt ist bei den Fotografen, dem hätte ich echt einen Vogel gezeigt. Sebastian, auch schon seit 18 Monaten dabei. Mensch, Sebastian, Wahnsinn. Am 15. Februar feiern wir 2-Jähriges. Zumindest wurde am 15. Februar der Kanal offiziell erstellt, der YouTube-Kanal. Gestreamt haben wir ja schon ein bisschen eher, aber das Datum lässt sich am leichtesten nachvollziehen. Deshalb haben wir das einfach mal genommen als Geburtstag. 1 Euro Superchat von Frankfilm. Herzlichen Dank. Und der Udo haut noch einen kleinen Nachtzuschlag raus aus Berlin. 5 Euro, Dankeschön. Und ja, wenn das klappt morgen Abend mit Aida Nova, ich denke, dann ist Tanja auch wieder dabei. Und ja, dann gibt es wieder einen schönen Aida Kreuzfahrt-Stream. Dann können wir auch, glaube ich, ach nee, ich verrate nichts. Lieber nichts vorher erzählen. Ja, jetzt verschwindet die Cosco erstmal da hinterm alten Terminalgebäude. Marco hatte auch gefragt, ob wir morgen die AIDA streamen. Also ja, ihr kennt ja die Antwort.
Wir gucken immer, dass es geht. Letzte Woche waren wir auch hier, wollten es auch machen, aber es war so nebelig, dass absolut nichts ging. Und wenn das Wetter uns da keinen Strich durch die Rechnung macht, dann sind wir eigentlich in den meisten Fällen dabei. Wir sind zwar hier auf Deck 7 mittlerweile ganz gut wettergeschützt, aber gegen Nebel und keine Sicht können wir leider auch nichts machen. Evelyn, herzlich willkommen bei unserem Kanal, ein neues Fischmarktmitglied. Danke dir vielmals. Wantanbo auf Twitch, auch an dich, ein Dank, ein dickes Dankeschön für dein Prime-Sub. Christian hat nochmal den Tiefgang nachgeschaut und meldet 13,40 Meter Tiefgang für die Cosco Shipping Aris. Spresi die fragt, wie viel Uhr das morgen denn ist. Also ich habe noch keine bestätigte Uhrzeit, aber es sieht so aus, als wenn die Aida Nova um 18 Uhr rausgeht. Ganz genau erfahre ich das aber immer erst meistens mittags, nachmittags. In letzter Zeit war sie aber, glaube ich, sehr zuverlässig. Meistens 18:30. SXM STXR fragt, ob im Hafen immer 24/7 Betrieb ist. Jawohl, hier ist einfach immer was los. Natürlich fährt das dann nachts schon so ein bisschen runter. Die Fähren sind dann nicht mehr unterwegs, die ganzen Ausflugsboote, also das ganze Kleinzeug, das ist dann nicht mehr unterwegs. Aber die großen Schiffe rund um die Uhr. Einige von denen sind natürlich auch an die Gezeiten gebunden, die müssen dann mit der Flut kommen. Und Ebbe und Flut verschiebt sich ja jeden Tag um circa eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten, glaube ich. Und deshalb hat man dann manchmal auch absolut unchristliche Zeiten. Wobei sehr viele Schiffe auch unabhängig von der Tide sind. Thorsten meint Ankunft morgen früh um 8 Uhr. Ankunft morgen früh um 8 Uhr. Bin ich wieder da? Was war das denn jetzt wieder? Mann, oh Mann. Jeden Tag ein neues Mikroproblem. Jeden Tag. Leute. Paddy und seine Mikros. Paddy und seine Mikros. Was jetzt passiert ist, weiß ich allerdings ehrlich gesagt selber nicht. Das ist das Problem. Es knirschte kurz, schreibt Thomas. Okay. Ja genau, Technik, die begeistert. Ach, ist das herrlich. Ist das herrlich, dass immer irgendwas in den Dutten ist. Was habe ich denn jetzt übersehen? Also, die Baukeule mit 10 Monaten auf dem Fischmarkt. Herzlichen Dank dafür. Und Sascha hat noch eine Mitgliedschaft verschenkt. Sascha,
Danke an dich, Martin, seit 5 Monaten. Und er schreibt, Moin in Deck 7, die Bildqualität macht süchtig. Ach, das ist aber lieb von dir. Danke, danke, danke. Niklas schreibt, viele Grüße von der Mannschaft der Fairplay 38. Ja, 38 ist, glaube ich, 8 dran. Peter haben wir, glaube ich, an der Springklüse, wenn ich das richtig gesehen habe. Und wen haben wir vorne? Haben wir die 91, 94 haben wir, glaube ich, vorne, oder? Auf jeden Fall mal liebe Grüße an die 38. Euch sehen wir ja auch nicht so oft hier. Ja, und Sebastian Kolzer hat unsere neue KI entdeckt. Wir haben jetzt ein KI-Chatbot hier. Aber wie das zu benutzen ist, das erzähle ich lieber nicht. Das müsst ihr einfach selber rausfinden. Sonst eskaliert das Ganze hier. Michael, ganz lieben Dank für deine verschenkte Mitgliedschaft. Dankeschön. Andreas bestätigt es auch nochmal. 94 ist vorne dran. Ehrlich. 38, auch ein schöner Schlepper. Peter an der Spring. Ja, die haben richtig Ambilight vorne, ne? Stimmt, so leicht grünlich. Ist jetzt mein Weißabgleich in den Dotten oder ist es wirklich so grünlich? Party schreibt, sitzt gerade beim Kartenspielen und Kaltgetränke. Oh, Karten habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Karten habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Jetzt schauen wir mal, was die Costco Shipping Aris hier macht. Leute, ich sage euch, das ist mit die schönste Perspektive hier von Deck 7. Ja, jetzt den Ton von einem Moped. Das ist ja sowieso immer das Faszinierende. Diese riesen Schiffe, man hört sie kaum. Also das ist wirklich... Ich finde das immer wieder so beeindruckend. Die kommen hier rein und wenn man genau hinhört, wenn der Wind richtig steht, dann hört man so ein bisschen was. Ab und zu hört man die Rudermaschine, die hat so ein ganz eigenes Geräusch, aber im Großen und Ganzen läuft das doch sehr, sehr ruhig ab und das finde ich immer wieder beeindruckend. Ja, das mit dem KI-Chatbot ist eine reine Spielerei. Ihr wisst, dass ich gerne spiele, dass ich gerne neue Dinge ausprobiere. Manchmal auch mit der Erkenntnis, dass es Blödsinn ist und wenn es dann nichts bringt und nur den Chat voll spammt, dann schalte ich sowas auch gerne wieder ab. Aber naja, zumindest probiere ich mal aus, um zu gucken, ob es funktioniert und ob das geht. Und klar, wenn etwas neu ist, dann wird das natürlich inflationär erstmal benutzt. Erfahrungsgemäß ebbt sowas dann auch wieder ganz schnell ab.
Friedhelm fragt nach den Daten vom Schiff. Also die COSCO Shipping Aris, die ist... Oh, der Schlepper macht vorne schön Licht. Guck mal, das ist ja wohl... Hey, was für ein Service hier heute. Danke, Jungs. Also die COSCO Shipping Aris wurde 2018 gebaut und hat eine Länge von 400 Metern, eine Breite von, jetzt muss ich lügen, 58 oder 59 Meter, ich glaube 59 Metern. Hat eine Kapazität von roundabout 20.000 Standardcontainern. Und wie gesagt, war ich weiß gar nicht, ob sie 2018 auch gebaut wurde. Sie war zumindest 2018 das erste 400-Meter-Schiff hier in Hamburg. Gab damals ordentlich Tamtam. Ja, Leute, spielt da jetzt einmal mit rum mit dem KI-Kram, aber wenn ihr es übertreibt und wirklich jeden, also das wirklich ihr im Sekundentakt raushaut, dann ist das natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ist halt dazu gedacht, um mal schnell ein paar Daten abzufragen, um einfach mal nachzufragen, wie lang ist ein Schiff und so weiter und so fort. Aber ich sehe schon, ja, Spielkram neigt dazu, auch zu viel benutzt zu werden. Boah, was für ein tolles Bild mit dem Licht. Das ist doch ein Service mit dem Licht, oder? Man könnte meinen, dass sie das für uns tun. Hansa-Fan fragt, ob man eigentlich von der NOC den Bug vorne sieht. Nee. Das ist schwierig. Also du kannst von der NOC, ja, du kannst seitlich am Schiff entlang gucken, aber wirklich den Bug vorne sehen, das ist echt schwierig. So, jetzt wird das Schiff erstmal in Position gebracht. Ich muss mal kurz schauen, wo ich ein Getränk habe. Ich brauche mal etwas Sabbelwasser. Ja, ihr habt recht, Fairplay macht das Ganze natürlich wieder zu einem Highlight. Die Jungs sind einfach die Besten. Ich weiß nicht, ob sie uns den Gefallen tun. Ich könnte mir vorstellen, dass sie selber vielleicht auch ein bisschen Licht brauchen. Ja, jetzt hat die 38 eben so schön gegrüßt und
Was ist? Wir sehen sie nicht. Fossi, ganz lieben Dank für deinen Prime-Sub auf Twitch. Beate, willkommen an Bord. Neues Fischmarkt-Mitglied auf YouTube. Und der Pascal ist auch ein Prime-Sub da. Pascal, danke dir vielmals. Janine schreibt, Fairplay Conny kann mal wieder was erzählen. Ja, mit Conny habe ich die Tage telefoniert. Der ist gerade so ein bisschen busy. Macht halt viel im Bereich Weiterbildung. Aber ich müsste ihn mal fragen, ob wir ihn nicht einfach mal anrufen können. Das geht ja jetzt auch, zumindest wenn ich auf Deck 7 bin. Ja, die schönste Einstellung ist vorne am Bug momentan. Weil nach hinten haben wir natürlich sehr, sehr wenig Licht. Und dass der Schlepper uns hier jetzt noch ein bisschen was anknipst, das ist natürlich sehr, sehr Premium. Ist das Schwarze oberhalb des Wulstbugs eine Beule oder ist da nur Farbe ab? Also da ist nur Farbe ab, beziehungsweise ich nehme eher an, dass da irgendwas drüber ist, irgendwie was Öliges oder so. Ich denke mal, das wird irgendein Abrieb sein. Genau, der Dampfer geht zum Tollerort. Wir sind ja hier direkt am Containerterminal Tollerort. Haben hier direkt den Blick da drauf. Seht ihr schon im Hintergrund. Jetzt wird das Schiff hier positioniert. Kommt langsam hier direkt vor den Vorhafen und wird dann rückwärts reingezogen. Und das ist eigentlich immer eine sehr, sehr schöne Perspektive. Deshalb habe ich auch gesagt, möchte ich gerne heute hier streamen. Weil ich das immer sehr, sehr beeindruckend finde, wenn die Schiffe hier gedreht werden und man dann direkt frontal drauf gucken kann. Blitz Gaming TV lässt auch einen Prime-Sub da auf Twitch. Herzlichen Dank, willkommen an Bord. Und Frankie schickt einen Betthubfall, 2,49. Danke, Frankie. Ach, schade, dass wir die anderen Schlepper jetzt so gar nicht sehen.
Dreh. Herzlichen Dank. Willkommen an Bord. Danke für die Fischmarkt-Mitgliedschaft. Ach, guck mal, hier wird wieder Licht nachgesteuert. Herrlich. So. Ja, das mit dem KI-Chatbot war ein netter Versuch. Aber wir wollen es ja auch nicht übertreiben, oder? Roketak fragt, wie lange das Schiff bleibt. Kann ich dir gar nicht sagen. Müsste ich jetzt selber mal in die Segelliste gucken. Vielleicht mag das ja jemand von den Zuschauern mal eben nachschauen. Also die 94 bekommt auf jeden Fall einen Drink auf Kosten des Hauses für die tolle Beleuchtung. Rainer schreibt vorne, das Schwert sieht aus, als würde es glühen. Rainer, das ist kein Schwert, das ist ein Wulstbug. Ich gebe dir aber recht, aus dieser Perspektive sieht es sehr platt aus. Aber im Grunde genommen ist es einfach dazu da, damit das Schiff besser durch das Wasser gleitet und dabei weniger Sprit verbraucht. Da, Leute, was für Bilder. Wischi hat mal nachgeguckt und meint, am 28.01. soll sie wieder rausgehen. Ja, allerdings, der Wulstbug ist in der Tat nicht so schön wulstig, wie wir das von anderen kennen. Wir werden ihn aber gleich noch mal sehr schön von vorne sehen. Also die 94 kriegt heute aber echt ein paar extra Fleißsternchen. Also es ist schon in der Tat so, dass der gar nicht so schön wulstig ist wie bei anderen Schiffen, sondern eher so ein bisschen platter. Wir warten mal, bis sie ganz rum ist. Oh, die Kamera könnte ein bisschen links vertragen. Ich liebe es, den Schleppern zuzugucken. Baxim Rogers im 6. Monat mit dem Prime Sub dabei. Herzlichen Dank. Steffen ist im 13. Monat dabei. Steffen, herzlichen Dank. Und er schreibt, KI sollte nur die 5 wichtigsten Fragen beantworten. Was sind denn die 5 wichtigsten Fragen? Oh, hier gibt es noch ein paar Links von Fairplay. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht genau weiß, wer heute an Bord ist. So, jetzt könnt ihr einmal den Wulstbug von vorne sehen. Oh. Und in der Tat hat er ein bisschen was Schwertmäßiges. So, aber jetzt wisst ihr, warum ich diese Position so genial finde. Guckt euch das mal an.
Schaut mal, wie nah ran. Ich brauche Brigitte, die soll mal pfeifen. Boah, guck mal. Genial, oder? Ist das cool. Absolutes Lieblingsmanöver hier von Deck 7. Ja, Martin sagt auch, Manöverstation sieht super aus in dem Licht. Es ist tatsächlich so ein bisschen grünlich. Also das ist nicht nur der Weißabgleich der Kamera. Aber da kommen auch die anderen Schleppis, Peter und Fairplay 38. Endlich! Ich glaube, die Kamera ist ein bisschen hell. Nur mal gerade etwas pimpen. So ist besser. Yamas 2000 im zweiten Monat mit dem Prime Sub dabei. Herzlichen Dank. Und Fremek 28 zum ersten Mal. Auch an dich ein Dankeschön. Ja, Baxim Rogers, tatsächlich noch 2 Meter näher und ich gehöre zur Crew. Also ich könnte da echt drüber schreien. Also ich sag mal, wenn jetzt auf Fairplay 94 jemand an Deck wäre, könnte ich mich mit dem unterhalten. Janine fragt, was mit Michael ist. Nee, Michael kommt nicht mehr. Peter ist da. Also, du meinst Michael, den Schlepper hoffentlich. Ja, fertig gedreht und ihr seht, wir sind schon in der Rückwärtsbewegung. Solange die noch so nah sind, gehe ich hier mal ein bisschen ins Detail. Friedhelm sagt, nimm die Glocke. Ja, stimmt, ich habe die Schiffsglocke hier. Ich glaube, das wäre etwas übertrieben, wenn ich die jetzt läute. Frankie, Dankeschön, schon wieder 2,49. Das ist mir eine Dosenspende wert. Dankeschön. Wer war das denn jetzt? Wer war das denn jetzt? Frauke fragt, wie lang die Ankerketten sind. Frauke, ich kann dir das nicht genau sagen bei der Cosco Shipping Aris. Ich kann dir das aber sagen für die Berlin Express und die ganze Hamburg Express Klasse. Da haben die Ankerketten, glaube ich, eine Länge von rund 380 Metern. Volker, Dankeschön auch für deine Unterstützung. 2,49. Ja, genau, wer die Glocke läutet, muss einen ausgeben.
Das muss ja jetzt heute nicht auch noch sein, oder? Aber Zeit für ein Foto. Genau meine Perspektive. Ach, guck mal, die Finkenwerder. Costco Fähre vor Costco Containerschiff. Wenn die Leute kommen, alle zum Futtern, ja. Boah, so genial hier. So genial, die Jungs mit dem Scheinwerfer. Wisst ihr, was echt schade ist? Vor einigen Monaten war... welche war das denn? Entweder Busan oder Hanoi Express. Lag tatsächlich mal hier am Tollerort. Schade, da hatten wir Deck 7 noch nicht. Das wäre echt ein Knaller gewesen. Jetzt kommt von rechts noch die Neuland. Noch eine neue Fähre. Mensch, wir werden ja heute hier richtig verwöhnt. Level 0 lässt auch ein Prime Sub da. Dankeschön. Schon im 3. Monat. Ein eigenes Horn für Deck 7. Ach, wisst ihr, ehrlich gesagt will ich hier gar nicht so auffallen. Ich möchte nicht derjenige sein, der hier irgendwie am Fenster steht und die ganze Zeit dann peinliche Geräusche macht. Ich möchte das Ganze lieber beobachten und freue mich, wenn der ein oder andere dann zufällig entdeckt, dass wir live sind. Ein bisschen Beleuchtung muss reichen, aber wenn wir jetzt noch anfangen, von hier oben mit Glocke und Typhon auf uns aufmerksam zu machen, dann könnte es auch ein bisschen unangenehm werden. Ja, Mensch, Fairplay 38 leider wieder nicht zu sehen. Hä, was macht denn die Leine da unten im Wasser? Da hängt doch eine Leine runter, oder? Bin ich blind? Familie Iversen schreibt, morgen noch jemand auf der AIDA Nova. Community-Treffen unterm blauen A. Tja, warum auch immer da eine Leine hängt.
Foto auch im Kasten. Kaum erzählt ihr hier was vom Paddyhorn und Nase hochziehen, ist es schon wieder so weit bei mir. Tanja meint, Brigitte kommt morgen mit ihrem ganzen Fanclub. Viele von euch haben das ja schon gesehen hier. Wir hatten von Deck 7 hatten wir ja schon einmal das Manöver und einige von euch kennen das ja auch von unten, wenn wir hier unten stehen. Aber ich glaube, ihr versteht jetzt, warum ich dieses Schiff euch heute Abend unbedingt zeigen wollte. Ist einfach, finde ich, von der Nähe her sensationell. Eine verschenkte Mitgliedschaft geht raus von dem Jazzfriend. Das Einzige, was läuft, ist die Nase. Ja, das aber dann auch richtig zuverlässig. Lutz verschenkt auch noch eine Mitgliedschaft. Lutz, danke dir. Oh, wen haben wir hier? Mimi sagt, ein genialer Stream. Danke, Mimi, das freut mich. Eiseldelta ist das. Mensch, das Orange kann man überhaupt nicht sehen. Die Eiseldelta. Familie Iversen. Ja, gucken wir mal, ob wir euch morgen erwischen. Ich hoffe, mit Nebel haben wir jetzt nichts mehr zu tun die nächsten Tage. Da hatten wir aber auch echt genug von. Remo, Digger ist erstmal aus. Digger muss schlafen. Digger wurde etwas überanstrengt. Oh, ich liebe ja auch diesen Anblick, wenn der Schlepper wirklich mittig davor ist. Leute, bleibt so, ich komme doch mit meiner Kamera. Okay, ich habe das Foto. Ihr könnt weitermachen. Ja, Remo schreibt, er wusste, dass es eskalieren. Ja, ich habe das leider auch geahnt. Aber mal gucken. Labu fragt, ob jemand weiß, wie viele Container im Innern nochmal gestapelt sind. Also du kannst davon ausgehen, dass unter Deck mindestens nochmal so viele Container stehen wie an Deck obendrauf. Denn man muss ja bedenken, das Schiff hat jetzt auch... Wie viel Tiefgang hatten wir?
war das was mit 13 Metern. Also unter der Wasseroberfläche haben wir auch nochmal 13 Meter. Ein Container ist knapp 2,50 Meter hoch. Das heißt, unter der Wasserlinie stehen also auch nochmal locker ja, so 5 Container übereinander, wo man jetzt nicht mal die Wasserlinie sieht. Ja, und da wird eingeparkt. Im Hintergrund der Schwimmkran von der Hala. Vega fragt, ob wir mal einen 24-Stunden-Stream machen können. In der Tat haben wir ja die Idee und hatten überlegt, ob wir das nicht machen, so wenn Mitsommer ist. Also wenn es auch lange hell ist. Ein Nebelhorn bei Amazon. Gibt bestimmt auch eins bei Wish oder bei Ali. Dann ist hier die Frage, warum legen die nicht an? Machen sie doch, die sind doch dabei. Die legen an. Das dauert halt einen kleinen Moment bei so einem Riesenpott. 500 Bits kommen vom Rheinländer. Farbenzauber in der Nacht, großartige Bilder. Ganz lieben Dank. Und wenn ihr genau hinguckt, seht ihr also auch, dass das Schiff sich langsam seitwärts bewegt. Peter hat nochmal die genauen Maße von einem 20-Fuß-Container rausgesucht. 2,50 Meter breit, 6 Meter lang, 2,60 Meter hoch ungefähr. Ich glaube, es ist irgendwie 2,45 Meter oder so, aber ich finde als Hausnummer, also ich merke mir immer 6 Meter und 2,50 mal 2,50. Das stimmt nicht so hundertprozentig, aber das kann ich mir wenigstens merken. Ja, da war wieder Knirschen im Mikro. Leute, diese Mikrogeschichte, es verfolgt mich irgendwie. Es verfolgt mich. Also ihr seht, ich finde im Verhältnis zu der Schiffsgröße geht das dann doch verhältnismäßig schnell, oder?
Mr. Nobu, einen schönen guten Abend und ganz lieben Dank für das Lob. Ihr habt recht, die Kreuzfahrer sind natürlich noch mal einen Tacken schneller beim Anlegen. Die haben allerdings auch diese Propellergondeln. Das heißt, die sind deutlich wendiger. Die brauchen überhaupt keine Schlepper. Die können ja, auf viel engerem Raum manövrieren. Und Containerschiffe sind dazu gemacht, um geradeaus zu fahren und große, weite Kurven. Die sind nicht dafür gemacht, um seitwärts an eine Kaimauer zu driften. Dafür brauchen sie die Schlepper und die Schlepperunterstützung. Und wenn so ein Schiff halt einmal in der Bewegung ist, dann hält man das halt nicht mehr so ohne weiteres auf. Und deshalb machen die das halt auch lieber alles so ein klein bisschen langsamer. Aber im Verhältnis, finde ich, geht es dann trotzdem verhältnismäßig flott. Aber jetzt sehen wir auch die Schlepper schön da im Hintergrund. Vega fragt, ob wir morgen das Einlaufen von AIDA Stream. Nein, morgen früh einlaufen. Die sind ja meistens um 5, 6 Uhr da. Das machen wir vielleicht mal wieder im Sommer. Schön mit Sonnenaufgang. Reiswolf fragt, ob die kein Seitenstrahlruder haben. Doch, haben die. Sieht man auch an den Markierungen vorne am Bug. Also die haben 2 Bugstrahlruder vorne. Die werden natürlich auch mit zur Hilfe genommen. Nein, morgen früh AIDA machen wir nicht. Morgen Abend. Oh, schön jetzt mit der Beleuchtung an der Bordwand. Björn, wohin die MSC geht, kann ich dir gar nicht sagen, aber ich tippe mal, dass sie zum Burchard-Kai geht.
Thorsten ist seit 11 Monaten dabei und schickt liebe Grüße aus NRW. Danke dir, Thorsten. Der Stefan aus Wilhelmshaven ist auch wieder dabei. Leider ist Fairplay 95 bei der Capsan, oh, wie heißt sie denn? Antonio oder so ähnlich? Auf jeden Fall irgendeine Capsan ist rausgegangen und da war, glaube ich, Fairplay 95 zugange. Kent, danke dir für das Lob. Ich glaube, Temu und Wish, die liefern gar nicht über Containerschiffe, oder? Also ganz ehrlich, ich meine, habt ihr mal was bei Temu bestellt? Ich habe ehrlich gesagt da noch nie bestellt, aber ich meine, dass die relativ flott liefern, oder? Komm, wer outet sich? Wer hat schon mal bei Temu bestellt? Wie lange dauert das? Das geht doch alles per Flugzeug heute, oder? Komm Leute, wer hat Temu-Erfahrung? Ja, da sind doch einige von euch. Ja, das kommt alles mit Flugzeug, ne? Das ist dann, ja, normalerweise denke ich mal irgendwas von 1 bis 2 Wochen, wo das da ist. Dann kommt es noch ein bisschen drauf an, ob man mit Zoll zu tun hat. Ich habe letztens auch einen Teil bei Ali bestellt. Und der reine Transport, der ging relativ flott. Das waren nur, lass das Ganze, also keine Woche, 5, 6 Tage oder so. Aber dann war das halt über 150 Euro. Und alles über 150 Euro muss ja extra verzollt werden. Und ich glaube, der Zoll ist mittlerweile richtig am Rotieren durch diese ganzen, also AliExpress, Temu, Wish. Also was die da zu tun haben müssen, das ist wirklich, also das müssen Unmengen an Pakete sein, die durch den Zoll gehen. Auf jeden Fall ist Zoll die längste Geschichte gewesen bei dem, was ich bei AliExpress bestellt hatte. Ach, der Graf Kiel schreibt, Wish hat in Deutschland Partnerlager. Ja, das kann natürlich sein, dass diejenigen, die mittlerweile auch also sehr viel so an Konsumer liefern, dass die da mittlerweile auch schon Zwischenlager haben in Europa oder auch in Deutschland sogar. Das kann natürlich sein. Ja, Rainer schreibt, täglich 170 Flugzeuge von China
Muss nicht sein. Ja, das stimmt. Aber wirklich was dagegen tun können wir nur, indem wir die Sachen da nicht kaufen. Das Problem ist halt, dass einfach auch unheimlich viel TINF verschickt wird. Also vor allem so dieser ganze Billigkram. Ich habe letztens mal eine Reportage gesehen, da ging es auch irgendwie darum, dass, glaube ich, so eine Familie, die haben, glaube ich, irgendwie Temu getestet oder so. Und die haben da halt nur so Schrott bestellt, also irgendwie so Deko für einen Kindergeburtstag, also lauter so Artikel, die irgendwie im Bereich von maximal 5 Euro liegen. Ne? Und das ist halt echt so, ja, so wirklich so TINF, ne? Also wirklich so Schrott, der da durch die Gegend gekarrt wird. Aber es ist halt leider verdammt billig und ja, so kritisch ich das auch gerne sehe, so ehrlich muss man auch sein, dass nicht jeder sich das leisten kann, daran vorbeizugehen. Aber wir genießen die schönen Bilder hier. Ich sage es immer wieder, man darf das alles gerne auch mit einem kritischen Auge sehen, egal ob das jetzt hier die Frachtschifffahrt ist oder aber auch die Kreuzschifffahrt. Alles hat auch negative Seiten, das kann man, glaube ich, nicht von der Hand weisen. Aber wir sind in erster Linie hier, um uns das tolle Treiben und die tollen Bilder anzugucken. Und vor allem, was die Jungs hier im Hafen alle für einen tollen Job machen. WhatsAppen 5,99 Superchat. Schöner Stream, habe auch eine YOLO-Box. Wie baut ihr die Donations in den Stream ein? WhatsAppen, ich benutze keine YOLO-Box. Also ich kann dir das nicht sagen, ehrlich gesagt, wie das mit der YOLO-Box geht. Ein Boot, um vom Wasser aus zu streamen. Die Idee war tatsächlich schon öfter da. Aber so ein Boot bringt ja leider auch ja, viele weitere Dinge mit sich. Ne? Man muss so ein Boot irgendwo lassen. Man braucht irgendwie einen Liegeplatz dafür. Man muss ein Boot pflegen und so weiter. Also ich weiß nicht, ob ich ein eigenes Boot haben möchte. Ein Freund, der selber auch Bootsfreak ist, der hat mir mal gesagt, als Sportbootbesitzer oder Besitzer einer Yacht, egal wie groß sie ist, hast du 2 Tage, an denen du richtig glücklich bist. Einmal an dem Tag, wo du dein Boot bekommst und dann an dem Tag, wo du es wieder verkauft hast. Und dazwischen hast du ganz, ganz viel Hassel. Und jetzt kommen halt so die letzten Meter und das dauert dann auch wirklich am längsten. Wenn ihr jetzt mal im Stream ein paar Minuten zurückdenkt, wie schnell das ging, dass das Schiff gedreht wurde, dann die Rückwärtsbewegung, da wo Platz ist, das ging wirklich rucki zucki. Jetzt aber hier
Die letzten Meter bis an die Pier, das dauert in der Tat ein bisschen. Frauke fragt, wann die Krane runterkommen. Frauke, das dauert immer so ein bisschen. Also erstmal muss das Schiff quasi von den Behörden freigegeben werden. Da gibt es meistens immer noch mal ein bisschen Papierkram. Manchmal sieht man das auch, dass die Kranausleger schon sehr früh runtergehen, es dann aber trotzdem noch ewig lange dauert, bis sie anfangen zu löschen. Und ehrlich gesagt ist das dann halt auch hier so der Moment, wo es dann nicht mehr so wahnsinnig spannend ist. Also das meiste ist eigentlich jetzt von der Action durch, aber ich finde, wir warten zumindest noch, bis der erste Schlepper fertig ist. Manchmal haben wir ja dann doch noch das Glück, dass es noch einen kleinen Gruß gibt. Hier, Markus weiß, wie Donation bei der YOLO-Box geht. Mit YOLO-Cast. Ja, YOLO-Box benutzen wir schon sehr, sehr lange nicht mehr. Beate, ganz lieben Dank noch für eine verschenkte Mitgliedschaft. Ah, guck mal im Hintergrund. Da ist Schrottplatz-Action. Ach, schön, so ein Bagger mit Beleuchtung, wie der den Schrott durch die Gegend baggert. Ah, das wäre eigentlich auch mal ein Stream, oder? Schrottbaggern. Remo, das sind keine Abbrucharbeiten. Da hinten ist tatsächlich ein riesiger Schrottplatz. Also es ist wirklich ein Riesending. Frauke fragt, wo die Linesmen sind. Frauke, das ist eine gute Frage. Also da blinkt auf jeden Fall etwas zwischen den Kranen. Es kann sein, dass das Auto da so steht, dass wir es jetzt einfach nicht sehen. Und die ersten Leinen sind da ja auch schon unten. Sind schon fest. Also irgendwo da laufen sie rum. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Sebastian hat sie entdeckt im Dunkeln am Anfang von der Pier. Ihr habt ja auch viel größere Monitore, das ist Cheating.
Thomas sagt, er hat gehört, die großen Containerpötte kommen nicht mehr. Thomas, das ist ein bisschen zu allgemein. Das ist das, was dabei rauskommt, wenn zu viel Hörensagen um 3 Ecken geht. Was in Zukunft nicht mehr kommt, sind die großen 400 Meter Containerschiffe von Hapag-Lloyd. Die werden jetzt umgeroutet, beziehungsweise die gehen dann nach Wilhelmshaven, Bremerhaven. Aber dass keine großen Pötte mehr nach Hamburg kommen, oh, Entschuldigung, das stimmt nicht. Ups, Entschuldigung. Jetzt habe ich mich gerade verschluckt. Hamburg hat schon ein bisschen damit zu kämpfen, dass die Fracht etwas zurückgeht. Also im Gegensatz zu anderen Häfen wie Rotterdam, Antwerpen und so hat Hamburg schon echt eingesteckt. Leider ist der Umschlag von Containern leider rückläufig. Nichtsdestotrotz ist Hamburg immer noch ein sehr, sehr interessanter Hafen für alles, was nach Osteuropa geht. Hamburg hat nämlich mit die beste Schienenanbindung überhaupt und gerade Ware oder Ladung, die dann in Richtung Osten abtransportiert werden muss, dafür ist Hamburg wohl immer noch prädestiniert. Also insofern, ja, ist vielleicht Hamburg nicht mehr unbedingt der Riesenwachstumshafen, aber immer noch mega interessant. Ralf sagt, ich kann auf Deck 7 mit 60 Zoll aufrüsten. Wofür denn 60 Zoll? Einen großen Monitor oder damit dann alle vom Schiff aus gucken können? Ja. Ralf, einen großen Monitor hätte ich hier in der Tat ganz gerne. Einfach dafür, wenn mal Gäste da sind. Oder vielleicht auch, wo ich also ein großer Monitor mit einem Wesselfinder drauf. Das wäre schon irgendwie ganz cool. Ja, und damit ich mal endlich die Details sehe. Jetzt macht aber hier das Festmacherauto ordentlich Licht da unten. Bier und Würstchen fragt nochmal, wie heißt der Stahlriese? Das ist die Cosco Shipping Aris, für alle, die später eingeschaltet haben. 400 Meter lang, 59 Meter breit. Ich meine 2018 in Dienst gestellt und war 2018 das allererste 400 Meter Containerschiff, das den Hamburger Hafen angelaufen ist. Und damals habe ich auch das Foto gemacht, was im Thumbnail steckt. Ich weiß gar nicht, kann man das Thumbnail, während der Stream läuft, irgendwie aufrufen? Geht das? Ich glaube, das geht nicht, oder? Da muss man, glaube ich, warten, bis der Stream vorbei ist und dann kann man, glaube ich, das Thumbnail angucken. Ja, Leinen gehen Stück für Stück rüber. Aber letztendlich passt die Zeit dann doch, weil die stand drin mit 23:30 Uhr fest in der Segelliste. Wenn ihr mal Segellisten anguckt, dann sind dort immer die Zeiten drin, wann das Schiff wirklich an der Pier festgemacht ist. Und hier stand 23:30 Uhr drin. Ich rechne dann immer so über den Daumen eine Stunde zurück für Streamstart, aber ich glaube, ich muss da doch in Zukunft, was dieses Manöver angeht, 1,5 Stunden zurückrechnen. Wann haben wir gestartet? Ich glaube so circa 22 Uhr.
Es scheint sich aber auch ein bisschen ein Trend abzuzeichnen zu wieder kleineren Schiffen. Also in letzter Zeit haben viele Reedereien kleinere Schiffe gebaut. Maersk hat ja sehr viel in der Größenklasse 15.000, 16.000 Toy gebaut. Dann CMA CGM hat sehr, sehr viel Feeder gebaut, die 2000 Toy-Klasse. Und Hapag-Lloyd hat ja jetzt auch 24 Schiffe bestellt. Ich glaube, unter den 24 neuen Schiffen sind auch viele kleinere dabei. Ich glaube, da ist auch irgendwas so in dem Bereich 15.000, 16.000, 17.000 Toy. Ich spekuliere ja so ein bisschen darauf, dass wir Sonntag tagsüber um 14 Uhr die Berlin Express sehen. Das Problem ist, das ist noch 2 Tage hin. Und ich habe es, glaube ich, in letzter Zeit nie erlebt, dass die Zeit 2 Tage bevor ein Hapag-Lloyd-Schiff ankam, dann auch gehalten wurde. Ich habe leider die Befürchtung, dass das Ding dann irgendwann um 2 Uhr in der Nacht kommt. Frauke, die Krane, die klappen runter, wenn das Schiff fest ist. Manchmal geht es halt sehr schnell. Also erstmal muss das Schiff auf jeden Fall komplett fest sein. Schlepper dann auch weg. Manchmal geht das sehr schnell, dass die Kranausleger runtergeklappt werden. Aber manchmal dauert das dann auch noch ewig. Die ersten haben sich auch schon ins Bett verabschiedet. Schlaft alle gut. Ich möchte auf jeden Fall noch warten, bis der erste Schlepper hier fertig ist. Das ist immer ein schöner Abschluss für einen Stream. Hansi fragt, wie mir die Idee für diesen Kanal gekommen ist. Ich bin 2012 war das, glaube ich, oder 13. Ich meine 2012 durfte ich das erste Mal auf einem Containerschiff mitfahren. Das war die Kuala Lumpur Express, kleiner Hüpfer von Antwerpen nach Hamburg. Das war immer so ein Traum von mir und dadurch, dass ich da einen Kapitän kennengelernt hatte, durfte ich als Passagier mitfahren und ich war dann so angefixt von der ganzen Geschichte. Das hat mich so begeistert. Also das war wirklich, das war Spielplatz für Klein Paddy. Und damals habe ich schon ein paar Fotos gemacht. Bin ja eigentlich Fotograf, Filmemacher. Habe dadurch dann Kontakt zur Reederei bekommen und hatte dann einige Zeit später die Möglichkeit, auf insgesamt 3 Schiffen mitzufahren. War insgesamt 6 Wochen auf Containerschiffen unterwegs, habe da eine Fotoreportage gemacht und ein Bildband. Dann kam irgendwann Corona und nach Corona bin ich dann nochmal mitgefahren, habe davon einen Film gemacht, eine Reportage mit der Chicago Express. Und dieses Thema hat mich irgendwie nicht losgelassen. Da ich aber parallel auch immer schon, gerade so in dem Fotobereich, immer schon mich sehr viel so mit Livestreams und Ähnlichem beschäftigt habe, bin ich dann irgendwann auf das Planespotting aufmerksam geworden. Also gerade dieser eine Kanal in Los Angeles, Airliners LA, nee, Airliners Live oder
Gott, auf jeden Fall Los Angeles. Der hat mich irgendwie angefixt. Da war ich ganz fasziniert von und irgendwie dachte ich mir dann, Mensch, sowas müsste man mit Schiffen machen. Das wäre doch irgendwie bestimmt super interessant, weil ich das halt hier in Hamburg einfach auch immer total spannend fand, wenn hier halt Schiffe ankamen. Ja, und dann ging das Ganze irgendwie los. Wobei ich sagen muss, am Anfang haben wir noch ein bisschen anders gestartet. Es ging erstmal los mehr mit so Fotowalks, damals noch mit dem Robert zusammen. Und das Shipspotting, das kam dann irgendwann dazu. Ja, und so hat sich das Ganze dann irgendwie entwickelt und verselbstständigt. LA Flights schreibt er. Es gibt aber zwei in Los Angeles, oder? Es gibt LA Flights und es gibt Airliners Live oder so. Ich meine, es gibt zwei. Zwei sehr, sehr große in Los Angeles. AB fragt, warum ich das Thema Zoll ignoriere. Ignoriere ich das? Vielleicht kann ich dazu auch einfach nichts sagen. Nee, sorry, aber ich kriege nicht jede Frage mit. Oh, der wartet in LA auf die Air Force One. Guck mal, macht es wie der Dirk, der grüßt seine Frau im Chat. Thomas hat sich im Shop mal eine Tasse gekauft. Herzlichen Dank, Thomas. Herzlichen Dank. Ich weiß gar nicht, haben wir noch Rabattaktionen in dem Spreadshirt Shop? Da war vor ein paar Tagen was. Ich muss mal gerade die Einblendung suchen und da steht auch gleich ein Datum. Kann auch sein, dass das, was jetzt gleich eingeblendet wird, dass es das gar nicht mehr gibt. Ach doch, bis zum 27.01. läuft das noch. Der Hansa-Fan hat noch entdeckt, dass auch die Kiel Express zum CTT kommt. Wann kommt die denn? Kiel Express ist aber nicht ganz so groß. Ja, Wischi, genau. Die Berlin Express liegt aktuell noch in Rotterdam. Und ja, wir müssen mal abwarten, wann sie da wegkommt. Allerdings, wenn sie da wegkommt und pünktlich hier sein könnte, heißt das noch lange nichts, denn in Hamburg muss dann auch der Liegeplatz frei sein. Das ist halt manchmal so das Problem. Also man sieht es halt ganz häufig, dass Schiffe dann schon irgendwie in der deutschen Bucht sind und da entweder ankern oder noch eine Runde drehen müssen. Das hatten wir ja auch bei der Gdansk Express. Ach, es ging darum, warum man den Zoll nicht im Stream sieht. Sieht man doch ab und zu durchs Bild. Aber die kommen halt nicht immer nur mit dem Boot. Die sind halt auch oft mit dem Auto unterwegs. Aber dass die mal durchs Bild fahren, das sieht man doch öfter. Also Zoll ist eigentlich regelmäßig hier unterwegs.
Frauke beschwert sich, dass ich seit 20 Minuten nicht mehr gezoomt oder geschwenkt habe. Ja, es ist leider aber auch nichts los hier. Es ist leider wenig los. Aber gut. Wir können natürlich die Zeit mal überbrücken, das ist eine gute Idee. Und ich glaube, da kommt irgendwo noch eine Fähre. Ja, Thomas, da ist jemand müde, in der Tat. In der Tat bin ich ein bisschen müde. (30.01. Kiel Express). Ja, aber wie gesagt, Kiel Express ist nicht so riesig. Schwester Hansen ist auch da. Moin. Dann sehe ich hier noch die Frage, ob es Neuigkeiten zu dem Unfall gibt. Sicherlich meint ihr den mit der Fähre? Nein. Also das Einzige oder das Letzte, was ich gehört hatte, war, dass alle wieder gesund werden. Also oder zumindest der eine Fahrgast, der schwer verletzt war, dass der außer Lebensgefahr ist. Ob der wieder ganz gesund wird, das weiß ich nicht, aber zumindest außer Lebensgefahr. Nee, und jetzt ermitteln die halt, ne? Und ich weiß gar nicht, ob man da dann auch wirklich das letztendliche Ermittlungsergebnis erfahren wird. Das kann ich euch gar nicht sagen. Aber ich weiß da auch nicht mehr als das, was irgendwo in den Medien steht. Also ich habe da kein Insiderwissen. Guck mal, das ist doch auch schön, oder? Nach links hier rüber, dieses tolle Panorama mit der Elbphilharmonie, dem Fischmarktanleger im Vordergrund. Und wenn man dann nach rechts rüber schwenkt, dann haben wir Blom und Voss und ein Stückchen weiter den Anleger in Steinwerder. Das ist jetzt gerade kein Schiff und dann ist man aber quasi schon mitten im Containerhafen. Herrlich, oder? Schwester Hansen, ja, du hast schon alles verpasst. Also hier kommt nichts mehr. Außer die Jungs von Fairplay überraschen uns gleich noch. Keine Ahnung, ob es da noch einen kleinen Abschiedsgruß gibt. Oh, guck mal, oben an Deck oder auf der Nock ist schon ordentlich Beleuchtung an. Fecker, ganz, ganz lieben Dank, Mensch. 10 Mitgliedschaften gehen raus. Herzlichen Dank dafür. Und, oh, ich weiß gar nicht, oh, Beate, ich weiß gar nicht, ob ich dich übersehen habe. Beate hatte vor 20 Minuten auch eine Mitgliedschaft verschenkt. Hei, 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 hei. Montafon geht auch ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Also was da im Dock steht gerade, kann ich euch gar nicht sagen. Da ist ja eine fette Plane drüber. Kann ich leider nichts zu sagen. Und was mit dieser Oligarchenjacht da los ist und damit jetzt passieren soll, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Thomas fragt nach dem Alibaba-Horn. Thomas, da erinnerst du mich an was.
Ich habe das gar nicht rausgeschnitten, das Horn von der Alibaba-Yacht. In welchem Stream war denn das? Ich erinnere mich jetzt aber, da haben wir, ja, das war eine schöne Überraschung, aber das Horn habe ich überhaupt nicht rausgeschnitten. Ja, ansonsten hier relativ wenig los. Wie gesagt, es gab eben noch ein bisschen Action in Waltershof, aber da haben wir leider nichts von mitbekommen. Hier kommt unten links von mir kommt noch irgendwas extrem Dunkles. Die Polizei. Ich wollte gerade sagen, sieht aus wie Zoll, aber nein, ist die Polizei. Swadro meint, das wäre mit dem Hapag-Lloyd-Schiff hier am CTT gewesen. Oh, guck mal, wie toll jetzt die Spiegelung ist, dadurch, dass sie die Scheinwerfer oben anhaben. Herrlich, oder? Oh, Swadro hat die Info. Stream vom 10.09. Busan Express am toller Ort bei um 1:15. Oh, das muss ich mir mal ganz schnell hier screenshotten. Sonst vergesse ich das nämlich wieder. Vielen Dank für die Hilfe. Und das sieht so aus, als ob jetzt auch Fairplay 94 da vorne so langsam losmacht. Zumindest sind sie schon mal näher rangefahren. Schleppleine hängt durch. Das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass sie gleich irgendwann losmachen. Malte ist auch da. Moin Malte. Ach guck mal, Fairplay 38 scheint sich hinten zu lösen. Das wäre ja auch noch schön, wenn die Jungs vorbeikommen. So, aber schnell noch mal hier was trinken, bevor die kommen. Vorhin so einen lieben Gruß geschickt.
Kann natürlich auch sein, dass die 38 jetzt nochmal mitdrückt. Das sieht man auch manchmal, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Na, oder geht er doch nochmal daneben zum Drücken? Nein, Fairplay 38 hat Feierabend. Und im Hintergrund wird noch ordentlich Schrott gebaggert. Sebastian schreibt, er schaukelt doch schon. Meinst du, der macht ein bisschen Schlepperballett? Muss ich ja tatsächlich das Bild noch mal ein bisschen runterregeln. Von der Helligkeit. Die halten hier voll auf mich zu mit ihren Lichtern. Michael sagt, Vorsicht, die Schlepper können mit Wasser spritzen. Ich weiß gar nicht, ob die 38, hat die 38 Löschmonitore an Bord? Auf jeden Fall könnten sie problemlos hier oben ins Fenster spritzen. Swadro meint, die 38 hat 2 Monitore oben auf dem Topdeck. Guck mal, jetzt kann ich auch das Bild wieder etwas heller machen.
Oh, und der Niklas schreibt, dass die 38 sofort zum nächsten Job muss. Leider noch kein Feierabend. Dann euch auf jeden Fall noch eine schöne Schicht. Und es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß mit euch gemacht. War das jetzt der Schlepper? Das war so leise. Aber ein schöner Schlepper, oder? Schöne klassische Form. Dann machen wir doch noch mal einen kleinen Schwenk rüber und gucken mal, ob sich da hinten bei der 94 noch was tut. Gigi schreibt, es müsste noch der Hinweis kommen, dass es die Fairplay-Schlepper auch als Klemmbausteinbausatz gibt. Ich glaube, gibt es aber gar nicht, oder? Also ich glaube, wenn es Fairplay-Schlepper als Lego oder sonstige Klemmbausteine geben würde, dann würden sich da... Also ich glaube, die Community wird sich da drauf stürzen. Schleppdraht ist los bei der 94. Die Jungs kommen auch gleich. Also ich weiß, es gibt einen Hafenschlepperbausatz von Blue Bricks. Den gibt es, aber einen Fairplay-Schlepper wüsste ich nicht. Im Fairplay-Shop gibt es den? Echt? Wieso habe ich den denn bisher noch nicht entdeckt? Fairplay 94 ist auch los. Und die geben richtig Schubrakete. Ach so, so einen mini-kleinen gibt es da, aber nicht so einen größeren Bausatz. Ja, ihr habt es rausgesucht. Hier, Ascher, hier auch nochmal 5,80 €. Naja, aber warum nicht? Kleiner Mini-Bausatz. Könnt ihr mal gucken im Fairplay-Shop. Holgi schickt noch 5 €. Herzlichen Dank. Er sagt, ich brauche noch einen großen Monitor. Haben per Blinkzeichen gegrüßt. Komm gleich gut nach Hause. Danke, Holgi. Ja, die 94 grüßt auch, indem sie das Licht ausmachen.
Holgi, warst du jetzt auf einem der Schlepper? Er schreibt, haben per Blinkzeichen gegrüßt. Also, wolltest du damit sagen, ihr habt per Blinkzeichen gegrüßt oder die haben per Blinkzeichen gegrüßt, Holgi? Hilf mir mal. Auf jeden Fall hat Fairplay94 einen super Job gemacht mit der Beleuchtung. Auch schönes Schattenspiel. Oh, jetzt bin ich aber wirklich müde gleich. Ach, war Holgi auf der 38? Nein, auf der 38 war doch der Niklas, oder? Ich sag mal schönen Feierabend an Fairplay94. Auch natürlich an Fairplay 38 dann später. Die haben jetzt noch einen Folgejob, vielleicht 94 auch. Und damit ist es doch ein schöner, runder Stream, ihr Lieben, oder? Ich sag schon mal ein dickes Dankeschön, dass ihr jetzt so lange dabei wart. Zu dieser späten Stunde trotzdem so zahlreich. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr fandet die Bilder genauso beeindruckend wie ich. Ich finde von hier oben, also wirklich dieses Containerschiff, dieses Drehen hier, dieser Moment, wenn sie das Schiff dann wirklich vor die Kamera hier ziehen. Also ich könnte mir das stundenlang und immer wieder angucken. Finde ich richtig, richtig toll. Und ich hoffe, das werden wir in Zukunft auch noch oft sehen. Morgen gucken wir dann mal. Es könnte eventuell einen Stream mit der Aida Nova geben morgen Abend. Da schauen wir mal. Muss natürlich auch mal ein bisschen gucken, was mit dem Wetter ist und so weiter. Und ja, wer so Lust hat, alles mit zu streamen, Tanja wird wahrscheinlich mitkommen. Vielleicht können wir auch Schwester Hansen mal wieder aktivieren. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Danke, dass ihr im Chat wieder so aktiv wart. Vielen Dank auch für eure monetäre Hilfe in Form von Superchats, Spenden, Mitgliedschaften, neu abgeschlossene und verschenkte und natürlich auch auf Twitch. Da heißt das Ganze dann Bits und Subs. Habt noch einen schönen Abend. Achso, und natürlich ein dickes Dankeschön an die Mods. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Auf gar keinen Fall. Unsere guten Mods. Das Beste, was der Kanal zu bieten hat. In diesem Sinne, habt noch einen wunderschönen Abend und vielleicht klappt es ja, dass wir uns morgen sehen. Tschüss, ihr Lieben.